Der Chronisch Ehrlich Instagram-Account und YouTube-Kanal, der sprüht ja nur so über vor Geschichten von Menschen, die sich zurück in ihr Gleichgewicht gebracht haben und die übelsten chronischen Erkrankungen hinter sich gelassen haben oder gerade dabei sind, die hinter sich zu lassen. Oder auch von Menschen, die einfach erstmal ein Hoffnungsschimmer spüren, dass es ja, Hoffnung auf Linderung von Symptomen gibt. Und man kann da von diesem Weg ja ruhig von einem Weg der Selbstheilung sprechen. Das klingt für mich so ein bisschen ja, spirituell, ungreifbar, esoterisch, aber das ist es ja eigentlich überhaupt nicht. Selbstheilung ist ja recht alltäglich und auch eindrücklich zu beobachten, wenn man sich zum Beispiel irgendwo geschnitten hat oder einen Kratzer hat und der dann plötzlich weg ist, oder wenn man an Zellerneuerung denkt. Oh, ich bin ganz schön außer Atem. Ich bin da zwar gestern den ganzen Berg hochgerannt, aber habe ich natürlich nicht andauernd gequatscht. Also entschuldigt bitte, ich versuche gut zu atmen. Ja, Selbstheilung ist das Ding hier auf diesem Kanal und ich bin ja so begeistert, wie der Kanal wächst und auch ja, was in den Kommentarspalten abgeht. Es sind so viele, ja, da wird auch die Motivation und Hoffnung in den Kommentaren weitergetragen und es ist ja gar nicht so selbstverständlich auf YouTube und da bin ich echt stolz und habe meine Freude dran, dass es bei uns so ermutigend da weitergeht bei den Kommentaren. Und nicht nur die Abonnentenzahl wächst, sondern auch es entwickeln sich Partnerschaften. Ich liebe es. Und wenn du dir hier schon ein paar Videos angeschaut hast und vielleicht ein, zwei dich inspiriert haben, dann lass gerne ein Abo da und aktiviere auch gleich die Glocke. Dann verpasst du kein chronisch ehrliches Video. Ich selbst war übrigens nie chronisch krank. Ich habe eine andere Geschichte. Ich habe wahrscheinlich schon jede Sucht gehabt, die man haben kann. Aber chronisch krank war ich selber nie. Ich habe das nur einfach hautnah miterlebt durch Priscilla, durch die Krankheiten von Priscilla. Und ich bin auch kein Arzt und auch kein Heilpraktiker. Ich bin einfach nur ein Mensch, der hier einen Erfahrungsbericht abgibt als jemand, der chronische Krankheit ganz nah miterlebt hat. Dieses Video hat 4 Teile. Zuerst gibt es eine kleine Einleitung in das Thema. Danach kommen die 5 Nachteile, die der Selbstheilungsweg mit sich bringt. Und als drittes nehme ich euch mit in unsere Vision ein bisschen und warum der Kanal überhaupt chronisch ehrlich heißt. Und als viertes gibt es noch einen ganz erfrischenden Gedanken, das habt ihr wahrscheinlich so noch nie gehört, einen echten Perspektivwechsel und eigentlich auch die Antwort darauf, warum ich dieses Video hier heute überhaupt mache. Wie eingangs gesagt, gibt es ja hier schon Dutzende Videos von einfach hoffnungsvollen Messages, von Zeugnissen von Menschen, die auf dem Selbstheilungsweg sich in ihr Gleichgewicht gebracht haben. Aber heute ist die Frage, gibt es eigentlich auch Nachteile auf diesem Selbstheilungsweg? Und oh ja, liebe Freunde, es gibt Nachteile. Ich habe heute 5 Nachteile für euch. Und ihr müsst bitte bis zum Ende des Videos durchhalten. Dann wird alles Sinn ergeben. Nicht, dass ihr euch denkt, was soll denn das jetzt? Hier ist ja ein bisschen entmutigend, aber das ist es überhaupt nicht. Es wird am Ende alles Sinn ergeben und ja, mit einem frischen Gedanken eben abgerundet sein. Und ich werde diese 5 Nachteile für euch auch schön einordnen. Und ich werde jetzt öfters mal über diesen und jenen Weg sprechen. Das ist eigentlich gar nicht so meine Art. Also ich meine das Gesundheitssystem auf der einen Seite und den Selbstheilungsweg auf der anderen Seite. Dr. Sandra Weber hat ja hier auch ein Interview gegeben und da hat sie so schön gesagt, dass das ja nicht alternativ ist, sondern komplementär. Und ich sehe das auch so. Aber jetzt, um diese 5 Nachteile zu beleuchten, macht es einfach Sinn, das ein bisschen zu trennen. Aber eben am Ende ergibt alles Sinn. Ich ganz alleine trage die volle Verantwortung und das in einer Zeit, wo es mir nicht gut geht. Also eine Zeit, wo ich eigentlich auf fundierte, kompetente Beratung angewiesen wäre, verlasse ich diesen sicheren Hafen quasi und trage zu allem hin noch die ganze Verantwortung. Und das ist hart, das muss man einfach so sagen. Vor allem, weil man ja da erst am Anfang eines beschwerlichen Weges ist. Und es ist ja eben nicht so, dass
dass der Arzt dann sagt, ja, Jonas, ich finde es nicht cool, deine Idee, aber ich unterstütze dich so gut ich kann und ich hoffe so sehr, dass dir das hilft, das, was du vorhast, erfolgreich ist und ich bin für dich da. So habe ich das noch nie gehört, aber wenn du jemanden kennst, der so arbeitet, dann sag uns gerne Bescheid. Oder wenn du eine Ärztin oder ein Arzt bist, der so arbeitet, dann erstmal herzlichen Dank für diese wertvolle Arbeit. Und wir würden dich sehr gerne kennenlernen und vielleicht mal ein Interview machen hier auf YouTube. Aber mal Hand aufs Herz, der normale Vorgang ist ja eher so, ich entscheide mich gegen den Rat von Ärzten, von autoritären Persönlichkeiten und dann bin ich halt raus. Dann sehe ich die rote Karte, bin raus aus dem Spiel. Und ich habe schon von Menschen gehört, die in dem Zeitpunkt eben gehört haben, ja, dass sie dann halt jetzt bald sterben werden. Und das nenne ich mal einen richtig beschissenen Start auf einem Heilungsweg. Und entgegen dieser Prognosen sind ja diese Menschen heute quicklebendig und erzählen hier ihre Geschichte. Aber es ist hart. Und am Anfang ist es kein guter Start oft und man trägt eben die ganze Verantwortung. Und das war Nachteil Nummer 1 und jetzt kommt gleich Nachteil Nummer 2. Ich hoffe, ihr seid bereit. Ich habe mich also für den einsamen Weg entschieden und dem Schutz des Gesundheitssystems den Rücken gekehrt und gehe mutig die ersten Schritte im Selbstheilungsweg. Und natürlich zollt mir mein Umfeld und die Gesellschaft den nötigen Respekt dafür. Applaus begleitet jeden kleinen Schritt, jede kleine Hürde und pusht mich weiterzumachen. Das ist natürlich nicht so meistens. Meistens ist es auch da genau andersrum. Enge Freunde und Verwandte schütteln nur ungläubig den Kopf vor dieser Naivität, die man da an den Tag legt. Und es kommen Geschichten wie, ich dachte, du hast eine echte Krankheit, da brauchst du ja auch echte Medizin. Oder Großtante sowieso hatte auch sowas und die musste eine OP machen. Und du willst es mit Essen, Nahrung, Entscheidungskrimskrams und ein paar Büchern irgendwie damit klarkommen. Wie naiv kann man sein? Und vor allem auch ist es ein bisschen respektlos Großtante sowieso gegenüber. Also statt Applaus gibt es entmutigende Ratschläge und sogar diffuse Vorwürfe. Vielleicht muss ich mich in dem Stadium sogar von Entmutigern trennen, weil ich kann ja nicht in diesem Selbstheilungsweg weitergehen und mir andauernd anhören, dass diese Idee vielleicht ein Hirngespinst ist und dass es außerhalb des Gesundheitssystems eigentlich nichts gibt. Vielleicht muss ich Abstand nehmen, wenigstens so lange, bis ich stabil bin. Und das macht mich dann in deren Augen noch viel fanatischer und verrückter. Und ich kann dann vielleicht die Zeit nutzen, um in die Gefühlearbeit zu gehen, in die Trauer, aufgrund dieses fehlenden Einfühlungsvermögens, was mir da entgegenschwappt, und auch diesem fehlenden Support, den ich ja eigentlich so dringend brauchen könnte. Im Gesundheitssystem ist man solidarisch und das ist auch gut so. Aber wenn ich den Eingriff eben nicht machen lassen will und die Medikamente nicht schlucken will, dann bin ich raus. Dann bin ich auch raus aus der Solidarität. Das heißt, ich zahle meine Medikamente selber. Mein Sellerie, mein Koriander, meine wilden Blaubeeren, mein ganzes Gemüse und mein Obst, meine Bücher, meine Weiterbildung, alles aus eigener Tasche, und das kann ganz schön ins Geld gehen, auch für eine Familie, auch als Einzelperson natürlich, aber es macht schon einen riesen Unterschied und geht für mich klar
als Nachteil durch. Und da ist auch wieder das Thema Selbstverantwortung. Und da machen wir bald ein eigenes Video, wo es wirklich um das Thema Gesundheit und Finanzen geht. Und da erwarten dich auch ein paar frische Gedanken. Ich weiß nicht, wie lange es dauert und was als nächstes passiert. Jeder wird auf eine andere Art und Weise krank und jeder wird auch auf eine andere Art und Weise gesund. Mit anderen Wendungen und hinter jeder Ecke ist nochmal eine Überraschung und eine ganze Welt tut sich auf. Wir haben alle eine eigene Lebensgeschichte, eine eigene Konstitution und so ist jeder Heilungsweg anders. Und wenn man diese Nachteile, die wir jetzt schon angehört haben uns, wenn man das trotz dieser Widrigkeiten durchzieht und weitermacht, dann wird sich eine ganze Welt auftun und nicht nur die mögliche Heilung meiner körperlichen Krankheiten, sondern ich werde mich mit mir selber auseinandersetzen müssen. Wer bin ich eigentlich, wenn alles wegfällt? Mein Job, mein Status, meine Sexualität und. Wer bin ich dann noch? Und wer war ich eigentlich bis hierhin in meinem Leben? Das heißt, ich werde wahrscheinlich auch anfangen, mich zu hinterfragen, warum reagiere ich, wie ich reagiere, warum werde ich wütend oder traurig und vielleicht frage ich mich, was hat es mit der inneren Kindarbeit auf sich? Alles solche Sachen, mit denen man vielleicht gar nicht gerechnet hat, weil man eigentlich ja nur seinen Körper heilen wollte. Und ja, das ist natürlich spannend und nicht planbar. Man kann sich an nichts festhalten, weil wenn man eben alles macht wie jemand anderes, dann wird man wahrscheinlich scheitern. Man muss offen bleiben und go with the flow. Das waren die 5 Nachteile, denen man sich aussetzt, wenn man sich für den Weg der Selbstheilung entschieden hat. Und du fragst dich vielleicht jetzt, was soll das alles? Jetzt kommt noch wie versprochen ein frischer Gedanke. Ich hoffe, du bist bereit, deinen Horizont zu erweitern. Es ist ja so, dass die meisten Patienten im Gesundheitssystem drin bleiben, weil das Gesundheitssystem ist ja auch für Patienten gemacht. Und es stimmt ja auch, es ist für Patienten gemacht, nur finden immer mehr Menschen heraus, dass es halt für chronische Krankheiten wie Fibromyalgie, Endometriose, PMS, Reizdarmsyndrom und nichts taugt. Und es ist jetzt nicht nur meine persönliche Meinung aufgrund meiner persönlichen Erfahrung mit der Krankheit von Priscilla und auch meinem Sohn. Und es ist auch nicht einfach nur die Meinung der Menschen, die hier ihre Geschichten erzählen und auf Basis ihrer persönlichen Erfahrung, sondern es ist ja der Ärzteschaft auch völlig klar, dass das Gesundheitssystem für diese Krankheiten nichts taugt. Das wissen sie und das kommunizieren sie ja auch, weil sie sagen ja, sie haben diese und diese Krankheit, ich kann ihnen mit meinen Mitteln, meiner Ausbildung, meinem Wissen und all diesen Geräten hier nicht helfen, auch nicht mit meinen Medikamenten, aber ich habe jetzt trotzdem ein paar Medikamente, mit denen können Sie trotz Ihrer Krankheit alt werden. Also Sie sagen, das Gesundheitssystem taugt nichts für deine Krankheit, aber Sie schlussfolgern daraus etwas ganz Fatales. Ihre Schlussfolgerung ist, dass auch sonst auf der Welt nichts gibt, womit diesen Menschen geholfen werden kann. Deswegen nennen Sie es chronische Krankheit. Mein Traum ist es, dass in 5, 10 oder 15 Jahren, dass es diese Wortkombination chronische Krankheit überhaupt nicht mehr gibt. Dass es sie gar nicht mehr geben kann, weil einfach so viele Menschen davon berichten, wie sie von diesen chronischen Krankheiten gesund geworden sind, wie sie keine chronischen Krankheiten mehr haben. Das geht ja gar nicht. Und deswegen kann es diesen Begriff auch nicht mehr geben und deswegen heißt dieser Kanal hier chronisch ehrlich, weil es soll einfach auf direkte, unverblümte, hoffnungsvolle, motivierende Art das hier einfach in die Welt herausgetragen werden. Und mein Traum ist es, dass dieser YouTube-Kanal der größte Kanal der ganzen Schweiz wird, dass einfach Tausende von Menschen das mitkriegen, weil die Menschen, die hier berichten, die kennen ja beide Welten. Die haben ja Jahre im Gesundheitssystem verbracht und
Und das soll eben hier auch beide Welten zeigen, der Kanal. Deswegen gibt es eben diese Geschichten, diese Gesundheitsakten. Und es gibt auch Experteninterviews aus dem Gesundheitssystem, die aber auch voller Hoffnung sind, weil einfach da auch Sachen passieren und Dinge herausgefunden werden. Und das alles in die Richtung geht, dass es den Begriff, diese Wortkombination, diesen Terminus chronisch krank gar nicht mehr geben kann. Aber das war jetzt noch gar nicht dieser neue Gedanke, der kommt nämlich jetzt. Also das Vertrauen in das Gesundheitssystem ist ja enorm, auch von mir war das jahrelang so, von Priscilla auch. Bis nach einem 10-jährigen Krankenhausmarathon eine Arzthelferin ihr gesagt hat, sie solle doch mal außerhalb schauen. Und das war einfach die Wendung, die es gebraucht hat. Und wir sind dieser Arzthelferin als ganze Familie einfach so unendlich dankbar. Sie ist in Wahrheit eine Patientenhelferin. Sie ist unser Held. Aber viele bleiben im Gesundheitssystem und versuchen es dort. Und jetzt ist es ja so, dass wir jetzt diese 5 Nachteile gehört haben und die sind ja wirklich krass. Die sind hart. Und mir geht es darum, dass wir einfach Mitgefühl und Achtung haben vor Menschen, die im Gesundheitssystem bleiben, weil sie einfach diese Nachteile, die wir jetzt in diesem Video gehört haben, nicht auf sich nehmen können oder wollen. Was ich völlig verständlich finde, weil es sind krasse Nachteile und in dem Gesundheitssystem hat man diese Nachteile nicht. Und deswegen wünsche ich mir, dass wir einfach da voller Mitgefühl und ja, Achtung sind vor den Menschen, die eben da im Gesundheitssystem drin bleiben. Und es gibt ja manche Menschen, die dann den anderen Weg, zum Beispiel den Selbstheilungsweg, lächerlich machen. Patienten, die eben im Gesundheitssystem drin sind und sagen, das ist doch Blödsinn und das ist naiv und dumm. Und da möchte ich euch einfach sagen, dass wir da nichts irgendwie entgegensetzen müssen, weil da kommt nämlich die Emotion Wut ins Spiel oder das Gefühl. Und das hat ja auch einen Vorteil. Wut macht nämlich, das schafft für klare Verhältnisse. Man kriegt ein klares Ja. Und manchmal braucht man für ein klares Ja auch ein klares Nein gegen was anderes. Und dieses Nein kann auch aggressiv oder laut und deutlich und ja, vielleicht sogar verletzend sein. Aber Menschen, die da im Gesundheitssystem bleiben wollen und eben den anderen Weg schlecht machen, brauchen das, um das eben durchzuziehen. Und deswegen sollten wir da nicht irgendwie uns angegriffen fühlen oder irgendwas entgegensetzen, sondern einfach im Hinterkopf haben, ja, dass ja der Selbstheilungsweg auch nicht einfach ist. Und das war dieser Gedanke. Ich hoffe, ihr könnt da was mitnehmen davon. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Dann lass gerne einen Thumbs up hier. Und wenn du das voll blöd fandest, dieses Video, aber trotzdem bis hierhin durchgehalten hast, dann lass gerne einen Daumen runter da. So oder so bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und hier findet ihr ein Video, was zu diesem Thema passt. Und hier findet ihr das allerneueste Video, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Also bleibt dran und vor allem seid nett zueinander.